Mann, Alter, für das Video kriege ich sicher wieder in die Fresse. Na, scheißegal. Heute reden wir über DLC-Beschichtung, warum diese grundsätzlich ganz geil ist, aber in unserem Motor leider nicht zu suchen hat. Fangen wir vorne an. Was ist DLC? DLC oder auch Diamond Like Carbon ist eine super harte Oberflächenbeschichtung, bei der die Schichtdicke irgendwie maximal 2 μ beträgt. Oder in anderen Zahlen sind das 2/1000. Also noch 10-mal kleiner als das. Die Einsatztemperatur von dem Zeug beträgt maximal 350 Grad. Und DLC ist trotz seiner Härte extrem elastisch. Das bedeutet, DLC kann Verformungen reversibel aufnehmen. Auf Deutsch bedeutet das, dass das Zeug den elastischen Bereich auch nach einer harten Belastung nicht verlässt. Das demonstriere ich dir kurz an einer Feder. Also auf verständlich runtergebrochen bedeutet das Folgendes: elastischer Bereich, das heißt die Feder lässt sich in ihrem elastischen Bereich bewegen, auseinanderziehen und geht immer wieder in die Ursprungsform zurück. Dann haben wir den plastischen Bereich, das heißt die Feder geht nicht wieder in den ursprünglichen Zustand zurück, sie wurde plastisch verformt. Und die Reversibilität bedeutet Folgendes: Wenn wir die Feder jetzt warm machen, dann zieht sie sich langsam, aber sicher wieder zurück. Merkt euch das mal bitte mit der Feder, das wird später noch interessant. Das bedeutet, in dem Fall ist die hohe Härte mit hoher Elastizität verbunden. Was an DLC aber am interessantesten ist, ist der extrem niedrige Reibungskoeffizient. Unter Klugscheißern nennt man das tribologisches Verhalten. Braucht ihr nicht wissen, aber wenn wir es erzählen, dann hier richtig. Dadurch wird die Reibung zwischen zwei Bauteilen, als Beispiel Kolbenbolzen und Pleuelauge, extrem verringert. Runtergebrochen bedeutet das weniger Reibung, weniger Verschleiß, längere Haltbarkeit. So dann jetzt irgendwie die Theorie, damit wir das wissen. Und kommen wir dann auch gleich direkt ohne Umwege zur Praxis und warum ich mittlerweile der Meinung bin, dass DLC in unserem Motor hier Unsinn ist und nichts zu suchen hat. Kurz meine persönliche DLC-Referenz. Ich und mein Freundeskreis haben unfassbar viel Geld in DLC-Beschichtung versenkt und ich selber habe damit schon oft rumexperimentiert. Über Pleuelbolzen zu Ventile, Kolbenbolzen, da ist irgendwie alles dabei gewesen und ich habe dann am Ende festgestellt, dass das nicht funktioniert. Ich zeige dir hier kurz an einem Beispiel, was ich meine. So, wir erinnern uns eben einmal ganz kurz an das mit der Elastizität. Ich habe hier ein Pleuellager und ich zeige euch eben, was ich meine. Hier machen wir jetzt mal ein wenig Fett an das Lager. Das Ganze soll das DLC symbolisieren, weil Fett ist auch elastisch und um euch das zu verbildlichen, was ich meine, funktioniert das sehr gut. Jetzt haben wir hier unser DLC, aka blaue Schmatze. Jetzt legen wir hier das Pleuellager drüber und stecken das in das Pleuel hinein. Und jetzt drehen wir das Ganze mal, so wie es auch in einem Motor ist, halt nur ohne Belastung von oben nach unten. Und jetzt werden wir gleich was feststellen. Wenn ich jetzt das Ganze da wieder rausziehe, dann seht ihr hier in dem Bereich, wo ich es gerade einfach gerade abgezogen habe, ohne das zu verschmieren mit den Rollen, und auch hier seht ihr es trotzdem, ich hoffe, dass ihr das seht, dass hier immer wieder, zoom da mal rein, Zukunftsholger, hier Rillen sind und hier eine Rille ist und hier eine Rille ist und hier eine Rille ist und das zieht sich durch den ganzen Bolzen, wo halt immer wieder kein Fett, Fett, kein Fett, Fett, kein Fett, Fett. Das ist quasi aufgeschoben worden von diesem Lager, logischerweise, weil die Rollen von dem Nadellager, von dem Pleuel, und das ist bei der LC4 genauso, nur punktuell aufliegen und nicht in Summe. Dadurch, dass wir keine gleitgelagerten, sondern rollengelagerten Motoren haben, tritt bei uns nämlich genau dieser Effekt auf. Also die Rollen schieben, kurz gesagt, durch die Elastizität von dem DLC, das DLC auf und dann vor sich her. Also nicht falsch verstehen, das hält eine Weile, aber irgendwann gibt das DLC auf und dann wird nach und nach das DLC abgetragen. Das zieht sich dann durch den gesamten Motor, also egal was ihr... Alles, was rollengelagert ist und was DLC beschichtet wurde, wird dann dementsprechend so abgetragen. Der einzige Punkt in unserem Motor, wo das hält und trägt, ist tatsächlich der Kolbenbolzen. Aber wie jeder von euch da draußen wissen sollte, ist dieser nämlich genau gleitgelagert. Beim Pleuellager und beim Hubzapfen kommt noch ein viel größeres Problem dazu. Die Kurbelwelle hat eine Pressung. Das ist dieses Loch hier, da wird der Hubzapfen quasi reingepresst. Wenn man jetzt diesen Bolzen beschichtet und ihr wisst jetzt, was kommt, dann reicht die Kraft der Pressung durch die geringe Reibung von den Bolzen nicht mehr aus,
und muss dann hier außen verschweißt werden. Das bedeutet, ihr zerstört im Zweifelsfall eine Kurbelwelle, die womöglich noch viele tausend Kilometer funktioniert, für eine Beschichtung, die nicht hält, aber sehr, sehr viel Geld kostet. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber für mich klingt das falsch. Deswegen mache ich keine DLC-Beschichtung mehr, außer beim Kolbenbolzen. Das bedeutet unterm Strich, spart euch die Kohle für DLC und investiert sie lieber in einen vernünftigen Kolben oder was euch sonst so anspricht in den Motor. Oder geht einfach mal mit eurer Freundin wieder was Leckeres essen. Sie hat es sich nämlich verdient bei euch Lausbuben. Ich weiß, wie einige von euch drauf sind. Und wenn ihr dann vollgefressen auf dem Sofa hockt, dann könnt ihr euch das Video hier von mir noch angucken.